Ich male vor dem Brandenburger Tor und dieses Jahr ist ja 300-jähriges Geburtstagsjubiläum vom alten Fritz und ich dachte, das passt ganz gut. Ich komme aus der Steiermark, Österreich, aus der Obersteiermark. Bin 79 nach Israel, im Kibbutz, habe da viel gemalt. Anschließend von Israel habe ich in der Schweiz gelebt. Nebenher immer gemalt, damals vor allem in der Glasmalerei. Die Sachen habe ich dann Freunden verkauft. Ich glaube, ich habe da so um die 1000 Hinterglasbilder gemalt in der Zeit. Zur Malerei bin ich gekommen, weil ich viel gelesen habe in der Schule und wir mussten dann Lesetagebuch führen. Da war auf der einen Seite eine Erklärung, also Inhalt des Buches, Verlag, wie einem das Buch gefallen hat. Und dann musste man auf der anderen Seite ein Bild dazu malen aus dem Buch. Und da ich viel gelesen habe als Kind damals, habe ich auch viel gezeichnet. Und das haben meine Mitschüler auch mitgekriegt und die haben mich oft gefragt, ob ich für sie auch was zeichne in ihrem Lesetagebuch. So hat man halt Lob gekriegt und der Anreiz wurde immer größer. Und ich habe einen Bruder, der gleich alt ist, der fing dann auch zum Zeichnen an und da gab es so eine Konkurrenz, wer jetzt besser ist. Und ja, so hat es angefangen. Also nach der Schweiz kam ich nach Berlin, bin da den Marathon gelaufen und dann hängen geblieben. Das war 1985 und da habe ich am Kudamm Österreicher kennengelernt, Straßenmaler. Der hat mir dann angeboten, mit ihm auf der Straße am Kudamm, also Ecke Uhlandstraße, zu malen. Ja, und das war so der Einstieg in die Straßenmalerei in Berlin hier. Wir haben damals mit Kreide gemalt. Kreidemalerei sieht man ja jetzt kaum mehr, weil das so gegenläufig ist, man immer mehr für die Materialien bezahlen muss. Die Kreide immer teurer wird und die Einnahmen immer mehr zurückgehen. Da sind dann einige auf Leinwand umgestiegen, weil die kann man ja immer wieder aufrollen, wenn schlechtes Wetter ist, mitnehmen. Eben wo man aufgehört hat, weitermalen. Da kann man so ein Bild fast ein Jahr dran malen, was dann im Endeffekt ja sehr toll aussieht. Durch die Straßenmalerei ergeben sich auch viele Aufträge und ich bin ja ziemlich vielseitig. Also ich kann Restaurants bemalen, habe Fassaden bemalt, Porträts, Zeichnungen, da ergeben sich halt viele Aufträge. Ich habe Berliner Straße, Ecke Nassauisch, habe ich eine Fassade bemalt, zusammen mit einem Freund. Das sind so Arbeiter auf dem Gerüst, das sieht man heute noch. Oder Mola Restaurant am Kurve, also am Tauentzien Wittenbergplatz, eine Edelpizzeria. Ich glaube, da habe ich 3 Monate dran gemalt. Das kann man heute noch besuchen. Oder Santorini, griechisches Restaurant, Kauerstraße, Ecke Guericke Straße. Oder Naturkostladen in Ransdorf, war ich auch lange dran, innen und außen gestaltet mit Biofarben. Ich habe die Farben selber hergestellt.
Bild, der Briefträger vom Rosenthal, es ist sehr detailliert, also viel Arbeit. Ich habe da fast ein Jahr dran gemalt auf der Straße. Das groß zu malen ist eigentlich einfach, weil die Feinheiten dann vergrößert dargestellt werden, was ja im Feinen, Kleinen schwierig ist. Sehr mag ich die Malerei von Manet. Das sieht so perfektionistisch aus, aber doch auf der anderen Seite sehr lebendig. Da gibt es so ein berühmtes Bild von ihm, Spargel, so ein Bündel Spargel. Das finde ich total toll.